Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Heute möchte ich mit euch ein Winterbild malen und ich habe mir eine Kopie gemacht von einem Umrissbild eines Baumes, eines Winterbaumes. Und ich arbeite hier auf einem alten Keilrahmen, den ich übermalt habe. Die Fotokopie brauche ich später, die lege ich jetzt zur Seite. Meine Leinwand ist 4-mal mit Gesso grundiert, damit sie auch ein bisschen mehr Struktur hat. Und nach dem Trocknen geht es jetzt weiter. Für die Grundierung wähle ich für den Mittelgrund ein Indigo, das vermische ich mit Weiß, eventuell noch ein bisschen anderes Blau dazu, ein sehr heller Ton, den trage ich mit etwas Wasser verdünnt sehr schön auf das mittlere Drittel auf. Oben und unten lasse ich noch frei. Den Pinsel bewege ich in gleichmäßigen Zügen waagerecht über den Bildgrund. Nun wasche ich meinen Pinsel aus, trockne ihn an einem Tuch etwas ab. Mit dem leicht feuchten Pinsel verblende ich die Farbe weich nach oben und unten. Anschließend muss alles gut trocknen. Für die obere und untere Bildpartie mische ich mir aus einem Rosa und einem Gelb und etwas Weiß eine transparente, mit Wasser verdünnte Farbe. Es soll ein bisschen rosa-orange sein, ein bisschen wie ein Abendhimmel. Auch hier verblende ich die Farbe mit dem ausgespülten und leicht getrockneten Pinsel. Wieder einmal gut trocknen, bevor es weitergeht. Den Baum auf meiner Fotokopie möchte ich jetzt durchpausen. Zu diesem Zweck habe ich auf der Rückseite mit einem Graphitstäbchen eine Schicht Graphit aufgebracht. Das könnt ihr auch mit einem Bleistift machen. Nun positioniere ich den Baum so auf meiner Unterlage, wie ich es haben möchte. Dann fixiere ich das Blatt an den oberen Ecken mit 2 Tesafilmstreifen. Mit einem Bleistift beginne ich nun, die einzelnen Äste durchzuzeichnen. Dazu muss ich etwas fester aufdrücken.
Die feinsten Äste lasse ich hier beim Durchpausen weg. Wenn ich gleich das Blatt etwas anhebe, kann ich kontrollieren, ob alles gut durchgezeichnet wird. Die Linien der Vorzeichnung ziehe ich nun mit einer Mischung aus Braun und etwas Indigo mit einem sehr feinen Pinsel nach. Das kostet etwas Zeit. Ich zeige euch das einfach im Zeitraffer. Die Braun-Indigo-Mischung verdünne ich nun mit etwas Acrylbinder. Ich nehme hier matten Acrylbinder. Die Mischung wird dadurch transparent. So kann ich hellere Büsche im Hintergrund gestalten und dabei bin ich sehr frei. Ich achte darauf, dass es nicht zu dunkel wird und dass ich unterschiedliche Tonwerte habe. Mit einem feuchten Babytuch kann ich auch die Kanten etwas weich vermalen. Auch so ist es schon eine kleine Landschaft. Aber mir fehlt natürlich noch der winterliche Nebel. Dazu muss ich zunächst alles sehr gründlich trocknen. Für den Nebel mische ich jetzt Weiß mit Acrylbinder. Der Acrylbinder verdünnt das Weiß und macht es transparent. So kann ich mehrere dünne Schichten auftragen.
Ich arbeite hier mit einem flachen Synthetikpinsel mit weichen, aber sehr elastischen Borsten. Die erste transparente weiße Schicht trage ich vorsichtig auf und wieder streiche ich mit dem Pinsel waagerecht. So verschwindet alles ein bisschen im weißen Nebel. Nach dieser ersten Schicht trockne ich alles gründlich. Erst dann kann ich eine weitere Schicht auftragen. Ich kann diese Schichten so oft wiederholen, wie ich möchte und entscheide dann, wie verdeckt die Landschaft nachher aussieht. Ich liebe diese Winterlandschaften, bei denen man in der Ferne die Bäume nur erahnen kann. Und genau so soll es bei mir auch aussehen.
Hier trage ich nach dem Trocknen nochmal eine dunkle Mischung in den Vordergrund, um der Landschaft noch etwas mehr Tiefe zu verleihen. Nun bin ich fast da, wo ich hin wollte. Mir fehlt nur noch die kalte Wintersonne. Wenn ich näher herangehe, sehe ich ganz deutlich die etwas raue Oberfläche, über die ich mit dem Pinsel und der weißen transparenten Farbe gestrichen habe. Das gibt Struktur und macht die ganze Sache ein bisschen mysteriös. Ich wünsche euch allen ein fröhliches, friedvolles Weihnachten. Bleibt alle gesund, kommt gut ins neue Jahr. Bis dahin, alles Liebe.